Hallo liebe Hausbauhelden, Parkett ist der Klassiker unter den Bodenbelägen. Aber ist Parkett auch für Fußbodenheizung geeignet? Was kostet Parkett? Was ist zu beachten? Was gibt es für Holzarten? In diesem Video zeigen wir euch unsere Top 3 Parkettböden und natürlich gibt es neben Inspirationen auch wieder Tipps zum Thema. Der Klassiker, den man in den letzten Jahren in fast jedem Musterhaus sieht, ist Eiche Landhausdiele. Oft geölt oder gewachst mit so einer rauen oder gebürsteten Oberfläche. Da sage ich euch nachher noch kurz was dazu, lackiert oder geölt, was da die Vor- und Nachteile sind. Und da gibt es unterschiedliche Sortierungen. Wildeiche heißt zum Beispiel mit mehr Astlöchern und oft so Ritzen, die dann auch schwarz gespachtelt sind. Das gibt dann ein sehr lebendiges Bild. Ich persönlich mag es lieber ein bisschen ruhiger und mein absoluter Favorit in den letzten Jahren war folgender Parkettboden. Auf dem Boden haben wir jetzt eine Eiche-Diele. Das ist ein sehr hochwertiges Produkt, die sogenannte Kaiserwald-Diele, aus uralten deutschen Eichen gefertigt, handgehobelt. Deshalb hat die eine sehr lebendige Struktur und Oberfläche und weil sie auch sehr groß ist, also 21 cm breit, 3 Meter lang, wirkt sie sehr großzügig. Für so eine Diele kann man dann schon 350 € pro Quadratmeter ausgeben. Bei etwa 120 € den Quadratmeter geht's los. Ein günstigeres Eiche 3-Schicht Fertigparkett bekommt ihr auch schon mal für 60, 70 € oder im Angebot auch mal billiger. Wenn ihr so eine extra breite Optik haben wollt, aber weniger dafür ausgeben könnt, gibt es neben Vinyl- und Laminatböden mit Holz-Optik-Oberfläche auch noch eine Alternative mit Echtholzoberfläche. Wenn wir gerade bei den Materialien sind, hier auf dem Fußboden haben wir eine Landhausdiele Eiche extra breit. Das sind fast 28 cm. Das ist ein Boden mit Echtholzoberfläche, aber kein Parkett. Wenn ihr da ein richtiges Echtholzparkett haben wollt in der Breite, wird es sehr teuer. Hier ist ein Echtholzfurnier obendrauf. Das soll extrem belastbar sein. Sache ist die, dass ihr es nicht abschleifen könnt. Also da müsst ihr euch einfach überlegen, wenn das dann mal verkratzt ist, ist es ein bisschen blöd, ob ihr lieber eine schmalere Diele nehmt, die dann echt ist und nicht ganz so teuer, oder ob ihr wirklich diese breite Optik haben wollt. Klar, geben tut's natürlich alles. Die liegt dann etwa mit dieser extra Breitoptik bei 80 € pro Quadratmeter. Wie gesagt, man kann natürlich auch günstigere Angebote finden. Jetzt vielleicht ein ganz kurzer Exkurs zum Thema Parkett- und Fußbodenheizung und warum man da so oft Eiche-Parkett sieht. Eiche hat den Vorteil, dass sie auch auf Fußbodenheizung gut funktioniert, denn quell- und schwundarme Harthölzer wie Eiche, Nussbaum oder auch Bambus sind besser geeignet als feuchteempfindliche Weichhölzer wie Buche, Ahorn oder Lärche, die das Risiko von Fugenbildung dann haben, wenn der Boden zu sehr Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Eine Warmwasser-Fußbodenheizung bedingt auch immer, dass das Parkett vollflächig verklebt wird mit dem Untergrund, weil bei einer schwimmenden Verlegung gibt es dann eine Luftschicht zwischen Estrich und Oberbelag und das ist eben, hat eine Dämmwirkung und das macht dann die Fußbodenheizung überflüssig. Des Weiteren ist Fertigparkett, ein Massivparkett, vorzuziehen, denn so ein Fertigparkett ist aus 2, besser sogar aus 3 Schichten aufgebaut und das ist auch wieder weniger anfällig für diese Temperaturschwankungen, also formstabiler. Dann hat man auch nicht das Problem, dass sich da irgendwo Fugen bilden. Bei einem Fertigparkett solltet ihr darauf achten, dass die obere Nutzschicht mindestens 3 oder besser sogar 4 mm stark ist. Dann könnt ihr das nämlich auch 1-, 2 Mal abschleifen und es hat viel, viel länger Nutzwert für euch.
Was ganz Besonderes ist ein Nussbaum- oder Kirschholzparkett mit so einem warmen roten Holzton. Das eignet sich, wenn ihr die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf den Fußboden bringen wollt und ansonsten vielleicht auch nicht so viele Holzmöbel habt, sondern eher einen kühlen Einrichtungsstil mit Stahlrohrmöbeln oder viel Weiß. Dann harmoniert das sehr gut und ihr bringt mit diesem warmen Holzton Wärme in die Wohnatmosphäre. Auch dazu hatten wir mal ein ganz tolles Beispiel in der Haustour. Und wo wir gerade beim Thema Boden sind, wir haben hier wirklich mal ein ganz besonderes Parkett. Man sieht ja fast nur noch Eiche. Das ist eine kanadische Kirsche. Das ist ein sehr warmer Rotton und das ist eben von der Verlegeart auch so ein Schiffsboden. Das ist ein fest verklebtes Parkett, kein Fertigparkett, sollte auch strapazierfähig sein. Kirschholz ist natürlich was sehr Spezielles, vielleicht auch nicht jedermanns Sache optisch. Da liegt er so bei 80, 90 Euro pro Quadratmeter. Natürlich ist nach oben die Preisrange immer offen, wie ihr wisst. Und wenn ihr lieber einen hellen Boden haben wollt, finde ich, ist auch Esche eine ganz tolle Empfehlung. Die gibt es in sehr, sehr hellen, sehr gleichmäßigen Sortierungen. Dann ist das wirklich ein sehr heller Boden. Oder auch als Kernesche, dann habt ihr auch die dunkleren Holzanteile mit drin und dann wird das ein sehr, sehr lebendiger Boden. Auch da haben wir wieder ein Beispiel für euch. Hier sehen wir jetzt, dass auch die Einbaumöbel wieder alle aus einer Hand gemacht sind. Es ist alles diese Kernesche. Auch auf dem Boden haben wir jetzt hier ein ganz besonderes Parkett. Das ist nämlich jetzt nicht nur so sägerau gewachst und geölt bzw. gebürstet, sondern man hat hier auch noch so eine Struktur drin, wie so eine Hobelstruktur und dadurch ist dieser Boden sehr rutschhemmend. Natürlich ist er jetzt hier auch in der Küche verlegt und wenn euch da jetzt mal das Weinglas runterfällt, müsst ihr halt sofort wegwischen. Aber der Hersteller hat auch so eine spezielle Holzseife entwickelt, also der Haushersteller, womit man das dann ganz gut reinigen und gleichzeitig pflegen kann. Escheparkett gibt es teilweise schon recht günstig für 40, 50 Euro den Quadratmeter. Wenn ihr sowas Besonderes mit einer gehobelten Oberfläche haben wollt, wird es natürlich auch teurer. Kurz ein Exkurs zum Thema Oberfläche. Wenn ihr Haustiere oder Kinder habt, ist eine rustikalere Sortierung und eine gebürstete und geölte Oberfläche etwas einfacher zu pflegen, weil da eben kleine Beschädigungen auch partiell ausgebessert werden können. Also man kann das dann abschleifen und nachölen, auch mal auf einem kleinen Fleck und das gleicht sich optisch wieder an. Ein lackiertes Parkett ist zwar erstmal wasserunempfindlicher, aber eben auch kratzempfindlicher oder Tierpfoten hinterlassen da mal sichtbare Abdrücke. Und wenn dann da was kaputt ist, müsst ihr das großflächig abschleifen und nachlackieren lassen. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, weniger Holzarten zu kombinieren. Wenn ihr jetzt Küchenfronten, Treppen, Treppengeländer, Fußleisten oder Möbel auch noch in Holz habt, sich da auf eine Holzart zu konzentrieren. Das gibt eine harmonischere und ruhigere Wohnatmosphäre. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Manche mögen es auch bunt zusammengewürfelt. Die Preisinfos, die ich euch jetzt genannt habe, sind natürlich nur Orientierungswerte und das waren jetzt auch nur die Materialpreise. Da kommt gegebenenfalls die Verlegung noch dazu. Und wenn ihr euch überlegen wollt, ob ihr das auch selber machen könnt, wir haben auf unserem Schwesterkanal Bauhelden auch mal ein Video für euch, wie man so ein fest mit dem Untergrund verklebtes Parkett verlegt. Das verlinke ich euch nochmal, wenn ihr gucken wollt. Und es würde mich interessieren, was euer Lieblingsparkettboden, Lieblingsholzart ist und warum. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.